meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, herzlich willkommen auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Ja Leute, heute zeige ich euch ein leckeres Couscous-Rezept. Wir machen heute eine Couscous-Pfanne mit Couscous, saftigen Hähnchen, zarten Zuckererbsen und das Ganze in Kokosnuss, Milch. Ja, die Couscous-Pfanne, das ist das ideale Gericht, wenn du mal keine Zeit und Lust hast, groß zu kochen und trotzdem lecker essen möchtest. Das Ganze ist sehr sättigend, nahrhaft, sehr schnell zubereitet und ich kann dir sagen, oberlecker. Also ganz toll, wenn du mal was anderes auf dem Teller haben möchtest. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Fangen wir an zu kochen. Für unser Rezept brauchen wir Couscous. Ich habe hier 200 Gramm Couscous mittlerer Körnung. Dieser Couscous besteht aus Hartweizengrieß und das findet ihr in jedem Supermarkt. Ja, das Besondere an Couscous ist, der wird nicht gekocht, sondern gedämpft oder wie in diesem Fall vorher eingeweicht und gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Körnungen. Ich habe jetzt hier die mittlere Körnung genommen, das mache ich immer so beim Kochen, wenn ich nicht weiß, was oder wie viel ich von etwas nehmen soll, nehme ich einfach immer nur die Mitte. Dann wird es zwar nicht perfekt, aber zumindest machst du auch nicht alles falsch. Und was machen wir jetzt mit dem Couscous? Den Couscous gebe ich jetzt in eine Schüssel, gieße 400 Milliliter Gemüsebrühe hinzu und noch einen guten Esslöffel Tomatenmark. Und dann lassen wir das Ganze zugedeckt, ungefähr 20 Minuten quellen, bis der Couscous die gesamte Flüssigkeit in sich aufgenommen hat. So, der Couscous wird vermischt. Dann setzt ihr einen Teller auf die Schüssel, lasst das Ganze ungefähr 20 Minuten lang stehen, damit der Couscous die Flüssigkeit in sich aufnimmt, und in der Zwischenzeit bereiten wir das Hähnchen zu. An weiteren Zutaten habe ich vorbereitet: eine Hähnchenbrust und eine Zwiebel habe ich in kleine Würfel geschnitten, eine Knoblauchzehe ausgepresst und 120 Gramm Zuckererbsen, die habe ich gewaschen, die Enden abgeschnitten, und manchmal ist da oben noch so ein Faden. Wenn ihr einen findet, macht ihn ab. So, als erstes erhitze ich eine Pfanne und gebe ausreichend Olivenöl hinzu, ungefähr 3-4 Esslöffel, und brate das Hähnchen ungefähr 5 Minuten lang rundherum scharf an. So, nachdem wir das Hähnchen 5 Minuten lang scharf angebraten haben, reduzieren wir die Hitze auf minimal und geben die Zwiebelwürfel und den Knoblauch mit dazu und dünsten dieses für weitere 5 Minuten mit an. Nachdem die Zwiebeln weich sind, gebe ich noch die Zuckererbsen dazu und brate diese ebenfalls 5 Minuten lang mit an auf niedriger Hitze. Das ist eine tolle Kombination: Hähnchen, Kichererbsen, Couscous und dann noch mit Kokosmilch. Das rundet das Ganze ab, und ich kann euch sagen, das ist wirklich ein sagenhaftes und, wie ihr seht, auch sehr einfaches Gericht. Die Couscouspfanne wird gewürzt mit jeweils einem Teelöffel Currypulver, Pfeffer sowie Salz. Nicht zu viel Salz, weil die Gemüsebrühe schon salzig ist. Die Gewürze gebe ich dazu und röste sie kurz mit an.
So haben wir noch ein paar Röstaromen. Man merkt richtig, wie der Curry direkt aufsteigt. Jetzt lösche ich das Ganze mit 200 Milliliter Kokosmilch ab und gebe den eingeweichten Couscous dazu. So Leute, fast fertig und zum Schluss verfeinern wir dieses herrliche Couscous-Gericht noch mit dem Saft einer Limette. So, dann machen wir den Herd aus und lassen das Ganze bei geschlossenem Deckel noch etwa 5 bis 10 Minuten ziehen und dann kann es warm serviert werden. Ja, Kochfreunde, was soll ich euch sagen? Geht in den Laden, besorgt euch die Zutaten, viel ist es nicht, es ist ratzfatz gemacht und obwohl der Teller so harmlos aussieht, wie er ist, da hat das Gericht das wirklich in sich und ich wette mit euch, wenn ihr das einmal gemacht habt, dann geht es euch so wie mir, da werdet ihr sagen, wow, das werde ich und kann ich und möchte ich immer wieder machen. Ja, meine lieben Kochfreunde, teilt auch mal das Video und abonniert den Kanal und wisst ihr was, das ist jetzt neu, jetzt könnt ihr auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal bei allen neuen Kanalmitgliedern bedanken für die Unterstützung. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute Autokitchen mögen. Ganz großes Kino, Leute, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Matt.